Hallo und willkommen zurück. Wir fliegen in 3 Tagen nach Pristina zurück, haben hinten im Kofferraum die Reifen ohne Felgen, die wir uns nach Österreich haben liefern lassen und jetzt hoffentlich mit dem Bus nach Čákova schicken lassen. Also der Plan ist, dass wir zu dem Busfahrer gehen und halt fragen, ob uns die Reifen mitnimmt. Das ist angeblich so üblich und wir hoffen, dass wir uns noch Verstärkung holen können. Jemanden, der Albanisch spricht. Aber dieser jemand hebt nicht ab, aber weiß angeblich, dass wir ihn abholen wollen. Ja. Mal schauen. Ja, gut. Ich will schon, dann haben wir Platz. Ja. Wir sind am Bahnhof angekommen mit dem Opa von Leonard und der Busfahrer hat sich schon angeschaut, was wir haben und haben so ein bisschen geredet und ja, ich glaube, das klappt. Schau mal, sie haben gemeint, vielleicht ist zu wenig Platz, aber es sollte gehen. Also er fährt in 1 Stunde, es ist jetzt noch ziemlich leer, aber man weiß auch nicht, wie noch viel noch kommt. So, wir haben uns wirklich lange überlegt, wie man die Reifen in den Kosovo bringen kann und haben uns Flugzeug überlegt, dann alle möglichen Speditionen oder Post, aber das ist nicht möglich. Und jetzt ist eben die Möglichkeit der Bus und dafür muss man aber dann noch Zoll an der Grenze zahlen, das ist ziemlich viel, also fast 30%. So, der Bus ist heute ganz voll mit Leuten und deswegen wissen sie noch nicht, ob es sich ausgeht mit dem Gepäck. Um 4:30 können wir dann anrufen und fragen, ist es sich ausgegangen oder nicht. So, wir haben jetzt noch angerufen und es ist sich ausgegangen, die Reifen haben in den ersten Bus... Die Reifen haben in den ersten Bus hineingepasst und sind am Weg nach Čákova im Kosovo und werden dort morgen früh um 9 ankommen. Dort werden sie dann hoffentlich abgeholt und ja, dann sind sie unten beim Auto. Die Reifen sind inzwischen angekommen, hat alles super geklappt, gleich am ersten Tag und... Waren noch beim Robert im Restaurant. Oh ja, das war super. Fan von uns. Und erstens nicht nur in sein Restaurant eingeladen, sondern auch mit seinem Beitrag zu den Reifen den Vogel bis jetzt abgeschossen. Also er hat sich auf Platz 1 der Liste haushoch gesetzt. Vielen Dank nochmal, das Essen war vorzüglich. Roberts Alt-Sievering im 19. Bezirk kommt in Scharen. Und ja, jetzt sind wir am Weg zum Flughafen und in 2,5 Stunden geht unser Flug. Wir freuen uns schon. Alles klar, Dani? Alles klar. Die Karin hat gerade ihr Handy verloren am Flughafen. Unser Flugzeug wartet schon auf uns. Gefunden? Ja, aber das werden wir nicht reingehen. Und das ist übrigens die neue personallose Passkontrolle am Wiener Flughafen. Das ist künstlerisch interessant, aber sonst sehr langweilig. We invite families with young children and passengers. Das ist so cool, unser Flugzeug da links ist gerade angekommen. Und zuerst sieht man, dass die Leute aussteigen, das hat man nicht gesehen. Aber dann gehen eben der Kapitän und die Crew seitlich bei einem Sonderausgang raus und dann warten sie auf einen separaten Bus, der sie dann abholt. Und hinten, vom Hintereingang kommt dann der Reinigungstrupp hinein mit Staubsauger und so. Und unter der Tragfläche steht auch schon das Tankfahrzeug und betankt das Flugzeug. Cool zu sehen, wie das alles so reibungslos abläuft. So, noch ein letztes Mal Müll trennen am Flughafen. Weil das werden wir jetzt wieder ein Zeitteil nicht sehen. Gerade erst losgestartet und schon fliegen wir über den Neusiedlersee drüber. Und das müsste jetzt der Plattensee aus DAE 3 sein, glaube ich.
Ladies and gentlemen, welcome to Pristina. Please remain seated until we have reached our final parking position and the fasten seatbelts have been switched off. On behalf of the entire crew, I'd like to say goodbye to you. Welcome to Pristina. Der Koffer ist da, das heißt die Standheizung ist da und die Kiste ist da, das heißt alles ist da. Wow. Und jetzt versuchen wir gerade herauszufinden, wann der Bus geht, mit dem wir dann nach Charkova fahren werden. Bis zum nächsten Bus hätten wir ein bisschen Wartezeit gehabt und jetzt haben wir uns überreden lassen, dass wir uns bis nach Charkova bringen lassen mit dem Taxi. Das ist spannend, wir schauen jetzt gleich um die Ecke. Trommelwirbel. Der Dani hat die Standheizung in Wien dann wieder ganz auseinandergebaut und vorsichtig in der Kiste verstaut. Und jetzt ist es quasi wie ein Bausatz. Ein fertiger Bausatz, wo nur ich die Anleitung kenne. Der Defender ist einwandfrei angesprungen und jetzt fahren wir noch zum Haus von Leonard. Und dort werden wir heute die Nacht verbringen. Aber es ist eigentlich eh gleich ums Eck. Nur so als kurze Anekdote noch. Das Taxi, mit dem wir heute vom Flughafen nach Charkova gefahren sind, hatte 414.000 Kilometer auf der Uhr. Gute Nacht. Oder auf Albanisch Notte ne mer. Guten Morgen. Dani, du bist überhaupt nicht bereit. Heute ist Freitag und morgen am Abend fährt die Familie, wo wir jetzt gerade wohnen, wieder nach Hause und dann könnten wir noch eine Nacht drüben verbringen. Und dann werden wir uns wahrscheinlich auch schon auf den Weg aus dem Kosovo machen. Yep. Weil, soll ich es gleich erzählen? Nein. Die Planänderung. Jetzt baut es der Dani wieder zusammen. Hat sich so alle Schrauben und so schon hergerichtet. Und weiß genau, wie, was jetzt zusammengehört. So, jetzt geht es am Dach weiter. Die Kiste wird befestigt und der Rest verschraubt. Ja, ich freue mich eigentlich gerade voll, weil das jetzt gerade so ganz real wird, dass wir dann wirklich eine Heizung haben. Und das ist wirklich schön. Und einer von der Familie hier hat schon gefragt, ob er die alten Reifen vielleicht für seinen Traktor vorne haben kann. Das heißt, die werden auch wiederverwendet. Und was wir auch mit aus Wien genommen haben, ist unser Dachzelt-Innenzelt. Und wir werden einfach mal probieren. Sonne! Schön! Überhaupt ist das Wetter angeblich hier so schön. Also sie haben seit einer Woche Sonnenschein und gar kein Schnee. Ja, wir haben jetzt den 5. Jänner. Also es könnte schon Schnee geben, aber das passt uns gerade eh ganz gut. Dani denkt so angestrengt nach, dass es aus seinem Kopf raucht. So, wir haben die neuen Reifen aus der Scheune geholt, sind jetzt schon bereit. Und sobald der Dani da fertig ist, machen wir uns auf den Weg in die Stadt und werden die Reifen wechseln. Wir werden jetzt auf jeden Fall nachträglich die Flaggen von Mazedonien und von Kosovo aufkleben. Mitten im großen Kreisverkehr, da mitten in der Stadt grast ein Pferd auf der Wiese. Wir sind jetzt in der Werkstatt für die Reifen und die machen das so schnell, also die arbeiten da zu 6 oder 7 da und machen da gleich 2 immer gleichzeitig und den alten runter, neuen rauf, zack, zack. Und also, dass wir in 5 Minuten fertig sind.
und für alle Reifen alles zusammen aufziehen und wuchten und draufgeben gleich 15 €. Der Reifenwechsel war problemlos und einfach. Und ja, jetzt tanken wir noch den Kanister voll, damit wir dann die Standheizung ausprobieren können. Das vor uns ist wie eine fahrende Kreissäge. Die fahren von Haus zu Haus und sägen dort Holz, das gesägt werden muss. Und manchmal sieht man am Straßenrand 4, 5 hintereinander, die warten, dass sie einen Auftrag bekommen. Und es ist einfach aus Einzelteilen zusammengebastelt. Und es scheint so, als hätte es nur 2 Gänge. Und das vorne vor uns hat eine Windschutzscheibe und also es ist so quasi der Oberteil von dem alten Auto. Und das ist schon die Luxusvariante, was wir bis jetzt gesehen haben. Die anderen haben alle ausgesehen wie so Go-Karts. So, die Heizung läuft und es sind schon 3 Leute im Zelt, schon seit einiger Zeit und ich glaube, es dürfte relativ warm sein. Der Kohlenmonoxidmelder ist auch im Zelt und es klappt alles super. Es ist wirklich überhaupt nicht laut, vor allem auf der niedrigsten Stufe ist es überhaupt nicht laut. Also es ist nicht so, dass ich auch ohne Ohrenstöpsel schlafen könnte, das ist echt super. So, hallo, schönen guten Abend. Wir haben hier unsere Heizung. Ja, es kommt warme Luft raus. Das ist wundervoll. Das ist so toll. Und es ist gar nicht laut. Die Hunde da drüben sind so viel lauter. Ja, und es ist einfach so schön, wieder hier im Dachzelt zu sein. Und auch wenn es kalt ist, aber wir haben halt diese Heizung jetzt. Das ist so toll. Super. Also wir haben sie jetzt absichtlich immer auf niedrigster Stufe, weil es sonst zu warm wird. Ja. Not an Emir. Not an Emir? Ja. Gute Nacht, okay. Gute Nacht.